Ich kenne das Stadion noch von den 90ern, als es noch das Waldstadion war. Und ich fahre jetzt seit 1. April 2020 fahre ich jeden Tag ins Stadion zum Arbeiten. Und alleine auf der Mörfelder Landstraße, diesen kurzen Weg, wenn man das Stadion sieht, es gibt einem jedes Mal so einen enormen Motivationsschub, dass man freut sich zur Arbeit zu kommen. Also ich glaube, es gibt wenige Arbeitsplätze auf der Welt, die so magisch sind wie ein Stadion und vor allem das Stadion in Frankfurt. Ja. Florian Schütz bekam Anfang 2020 das Angebot, die Geschäftsführung des neuen Stadion Keteras zu übernehmen. Eintracht Frankfurt, Gastronomie, meine 2 größten Leidenschaften, die ich überhaupt habe, in einem kombiniert, kann eigentlich gar nicht besser gehen. Habe den Job dann auch angenommen, habe aber dann schnell gemerkt, dass ich mir ins eigene Bein geschossen habe, denn seitdem habe ich kein einziges Heimspiel mehr geguckt, denn das Letzte, wofür ich Zeit habe am Spieltag, ist das Spiel selber. Durstige Fans. Und die meisten haben nicht nur Durst, sondern bringen auch Hunger mit. 50.000 Gäste, Spieltag für Spieltag. Bitteschön. Im Businessbereich 2.300 Gäste am All-You-Can-Drink-and-Eat-Buffet und noch einmal fast 1.000 in den 72 Logen. Auf dem Spieltag, mein Lieber. Die Ruhe vor dem Ansturm der Fans. Unter der Woche haben die Mitarbeiter von Supreme Sports Hospitality das Stadion fast für sich alleine. Gespielt wird am Samstag gegen Hoffenheim. Bei den Mitarbeitern steigt die Anspannung von Wochentag zu Wochentag. Die Abteilung Public kümmert sich um die 22 Stadionkioske. Leiter André Chivo sucht Handwerker. Ich brauche auch noch ein Angebot für 250 Meter laufende Meter Silikon. Also für die Theken, nicht nur unten, ich brauche oben. Aber oben ist lebensmitteltauglich. Jawohl, jawohl. Wie gesagt, ich bin jetzt unten auf den Rängen unterwegs, dann sage ich ihm das direkt mal. Na dann, an die Arbeit. Kein Mensch ist da, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, sie sind gerade alle dabei vorzubereiten für den Spieltag. Heute ist Mittwoch. Das heißt, wir haben noch knapp 3 Tage, um alles vorzubereiten. Genug Zeit, um mit uns eine kleine Runde zu drehen. Insgesamt sind es 3 Stockwerke. Wir haben 2 Stockwerke, das 2. und 3. mit Logen. Wie gesagt, 72 Logen. Beim allerersten Spieltag vor knapp 2 Jahren, als wir das Stadion übernommen haben, war ich bei 27.000 Schritten. Aber es lag auch vor allem daran, dass ich noch nicht die ganzen Abkürzungen und Treppenhausen kannte. Inzwischen sind es bei einem normalen Spieltag so 18.000 Schritte. Bei Barcelona waren es knapp 20.000, denn da war natürlich einiges mehr los. Hier hat der Bär getanzt. Hier war die Hölle los im positiven Sinne. Hier ist unsere Hauptproduktionsküche, die wir vor 2 Jahren, als wir das Stadion übernommen haben, komplett neu gebaut haben. Geliefert 5 Tage vorher und dann an jedem Tag geht die Vorbereitung weiter bis zum Spieltag selber, an dem dann der Rest fertiggestellt wird. Jetzt sind wir am Ende einer Vorbereitungstages. Wir sehen ungefähr noch 10, 12 Mitarbeiter. Wir werden morgen im Laufe des Tages sehen, dass knapp 60, 70 Mitarbeiter sich hier im Küchenbereich befinden, um die Produktion für 3.200 fertigzustellen. Das Echo vom Königssee! Oben im Büro ist wieder Leben eingekehrt. Was liegt an? Ja, ich bestelle die Becher für den nächsten Spieltag. Wie viele? Sind wir gerade dran, aber es werden so einige. Um die 90.000 werden es schon sein. Davon gehe ich stark aus. Ja. Was kommt in die Becher? Jegliche Getränke, Bier, Soft, nur das Leckerste zum Fußball. Für Küchenchef Thomas Jaschow ist Kochen für viele tausend Menschen vor allem eine Frage der Organisation. Ja, die Spieltage, die planen wir schon gute 2 Monate vorher. Gewisse Waren brauchen einfach einen ganz anderen Vorlauf. Es ist natürlich schwierig, da von heute auf morgen zum Beispiel 400 Kilo Tafelspitz oder Steakhüfte zu kriegen. Der Speiseplan hängt auch vom Gegner ab. Honor to the Guest nennen wir es. Quasi ein Gericht so etwas in die Region der Gastmannschaft. Zu Barcelona gab es eine Paella und jetzt zum nächsten Europapokalspiel haben wir West Ham zu Gast.
Und da wird es einen Shepherd's Pie geben. Und das ist was? Gekochter Schäfer? Das ist Lammhack mit Gemüse und gratiniert mit einer Legierung aus Eigelb und Kartoffelstampf. Geschäftsführer Florian Schütz ist Sohn einer Französin und eines Rheinländers. Seine eigene Identität entdeckte er beim Urlaub im Elsass. Ich war 5, 6 Jahre alt. Wir waren in einem Restaurant und ich bin die ganze Zeit hin und her gerannt und habe mit meiner Mutter immer schon Französisch gesprochen, mit meinem Vater nur Deutsch. Und daraufhin hat mich jemand angesprochen und gefragt, ob ich Franzose oder Deutsche wäre. Und ich habe gesagt, ich bin Hesse. Und zwar einer, der schon früh von Hotels fasziniert war. Und dann habe ich mein erstes Schülerpraktikum gemacht, Anfang der 90er im Frankfurter Hof, als Page für 2 Wochen. Und da habe ich unglaubliche Sachen erlebt. Und da war mir bewusst, dass Nämlich? Ja, also wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber so ein 5-Sterne-Hotel ist natürlich schon noch mal was anderes. Und vor allem, wie alt war ich, 14, 15, bin jeden Abend mit vollen Taschen nach Hause gekommen, habe ordentlich Trinkgeld bekommen. Deswegen dachte ich, das muss der Beruf meines Lebens sein. Seine Karriere in der Hotellerie führte Florian erst nach Paris und dann für 17 Jahre nach New York. Doch zwischendurch ging es immer wieder zurück von Manhattan nach Manhattan. Jedes Mal, wenn ich von New York nach Frankfurt gekommen bin für eine Woche und ich unterwegs war mit meinen Kumpels und Freunden, die ich lange nicht gesehen habe, war es meiner Mutter trotzdem sehr wichtig, dass ich abends nach Hause komme für ein kurzes Abendessen. Einfach mit ihr zusammen zu sein und diesen Moment am Tisch miteinander zu genießen. Und ich glaube, das hat mich in die Richtung gebracht, wo ich gemerkt habe, du kannst mit gutem Essen und gutem Service den Leuten, den Gästen viel Freude bereiten. Und ich glaube, die schönsten Momente, die wir mit unseren Freunden haben, sind meistens an einem großen runden Tisch mit gutem Essen, gutem Wein. Und ich glaube, das war so mein erster Schritt, oder wo ich so realisiert habe, dass es mir Spaß macht. Es mir Spaß macht, Gastgeber zu sein. Donnerstag. André macht seine Runde. Ist nur aufgefallen, dass das hier im Weg steht. Und aus Sicherheitsgründen darf das hier nicht rumstehen. So, ist alles vorbereitet jetzt hier für den Spieltag. Das heißt, es gibt verschiedene Kioske, wo wir Speisen drin haben. Und hier ist immer abgebildet, was da rein muss. Das ist ein Reservewagen, das heißt, da sind die Patties als Reserve und was wir noch so alles brauchen. 1, 2, 3, 4. Ja, schon fast hier fertig. Und ein Beutel Frikadellen vorbereitet. Das ist unser Grillmobile. Die schieben wir erst morgen, dann die Säule. Nichtsdestotrotz schaue ich schon, ob schon Servietten da sind, Ketchup, Senf, Dispenser, ob die Grillzangen da sind, ob die Stütze hier für die Schalter. Hier haben wir Reserve schon vorbereitet, ist alles abgebildet. Ja, Preise schienen, ist nichts defekt, ist ganz sauber, passt. Die Abteilung Hospitality kümmert sich um die gut 3200 Businessgäste. Sous-Chef Nikolai Kaiser erklärt, wie die Speisekarte aussieht. Die besteht meistens aus 4 Vorspeisen, 3 Hauptgängen. Davon ist ein Hauptgang eine Fischstation, die immer live am Gast oder am Buffet gebraten wird, der Fisch. Wir haben eine Schneidestation, immer mit verschiedenen Stücken oder Sorten an Fleisch, die auch dann live vom Gast tranchiert werden. Wir haben meistens ein Schöpfgericht im Sinne von einem Curry oder einem Geschnetzelten. Dann haben wir meistens noch 2 verschiedene Pastagerichte. Davon ist meistens auch eine vegan. Dann haben wir in der Halbzeitpause immer typisch Stadion eine Currywurst. Die gehört dazu. Die ist gesetzt. Du wirst geblitzt, Matthäus, fahr langsam. Äppler ist schon da, das heißt, der ist schon aufgefüllt. Und die Displays leuchten auch schon. In jedem Kiosk können wir es à la Minute umprogrammieren. Das heißt, als Beispiel Eintracht für 3-1, wir können ein Angebot machen, Kaffee 3 Bier, das 4. ist umsonst. Das heißt, 3-1, 4 Bier, passt. Oder wir haben am Ende noch 50 Würstchen am Grill, wir machen 2 for 1,
zahlst 1, bekommst 2 Würstchen. Oder wir geben den Preis runter oder weiß ich nicht, wir haben UEFA Cup gewonnen, dann gibt es eine Tüte Haribo umsonst. Oder, also wie gesagt, Angebote können wir direkt machen. Christine ist die Königin hier über die Kassen. Deswegen, weil du gefragt hast, warum sind die Kassen an, die müssen an sein wegen den Updates. Also wir tun viel für unsere Gäste, damit er nicht mit einer Hand 2 Bier tragen, damit er mit einer Hand 2 Bier tragen soll, haben wir zum Beispiel eine Doppelspitze für 2. Das ist die Fünferkette, wird hingelegt, 5 Bier drauf. Dankeschön. Drinnen macht Jan von der Hospitality den Rundgang durch die Logen. Bestandteil wäre jetzt sozusagen, weil wir sowieso einmal rund gehen, wir verteilen in jeder Loge noch eine sogenannte Logenmappe. Das ist ein gewisser Leitfaden für den Mitarbeiter. Die legen wir sozusagen in der Loge noch bereit. Ansonsten gehen wir einmal so ein bisschen die Technik durch, ob die funktioniert, damit nicht morgen die Küche das Essen sozusagen bereitstellt, aber es eigentlich gar nicht heiß bleibt. Das geht schon mal. Genau, die Wärmelampen. So, das funktioniert auch. Und gehen so ein bisschen die Vollständigkeit in der Loge ab, damit wirklich in jeder Loge der Logenmitarbeiter sozusagen direkt alles für den Spieltag oder alles für den Gast vorbereiten kann und nicht noch Großmaterialien suchen muss. Weiter geht's in der Loge nebenan. Hier haben wir jetzt eine Premium-Loge, ist von der Eintracht selber. Die Logen haben verschiedene Größen und Ausstattungen, Adler, Premium und individuell. Die Weinbar bestücken die Männer von Under the Cork. Der Kontakt entstand auf einer Weinprobe durch Eintracht-Legende Alex Schur. Nach dem Event kam Alex zu mir, alter Schulfreund, muss man dazu sagen. Wir kennen uns seit der 10. Klasse, also seit den 90ern. Und er sagte, er würde einen Weinpartner für die Eintracht suchen und er würde kein einzelnes Weingut finden, das das darstellen kann. Die Weinhändler können sowas aber schon. Wir haben hier 2 Perlweine vom Weingut Pfannebecker, Schaumweine, haben das Ganze abgerundet mit dem Adler Sekt. Das ist unser Siegersekt. Jetzt gerade nach dem Barca-Spiel war das unser Topseller. Dann haben wir 3 Weißweine. Da haben wir einmal den klassischen Schwarz-Weiß-Rot, das ist ein Grauburgunder vom Weingut Spreitzer. Dann haben wir den Chardonnay Weißburgunder vom Weingut Dreißigacker und haben nochmal vom Spreitzer den Traditionsriesling. Abgerundet, um ins Rote zu gehen, haben wir hier den Rosé Olé. Ist ein prämierter Rosé aus der Pfalz vom Philipp Kuhn. Und abgerundet wird das Ganze mit der Fan Cuvée, kleines Wortspiel. Die jetzige Version macht der Thomas Hensel. Wir versuchen auch immer ganz viele Winzer mit ins Boot zu nehmen. Und unser Flaggschiff ist die Viererkette vom Weingut Rings. Viererkette deswegen, weil die aus 4 Rebsorten besteht und wir deswegen sie Viererkette genannt haben. Nur online verfügbar ist dieser ganz besondere Wein. 602 ist unsere Ode an Charlie Körbel und die 602, weil er 602 Bundesligaspiele für die Eintracht aus Frankfurt gemacht hat. Vielen Dank, die Herren. Und jetzt bitte alles wieder ganz genau dahin stellen, wo es vorher stand. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Königsaufgabe. Ja. Freitag. Die Spieler auf dem Weg zum Abschlusstraining. Die Männer von der Abteilung Public kümmern sich um die Bestückung der 22 Kioske im Stadion. Da, wo jetzt noch Gabelstapler Bierkisten durch die Gegend fahren, hält morgen der Mannschaftsbus von Eintracht Frankfurt. Also der Bus parkt hier und dann werden sie schon heiß gemacht, bevor sie ins Stadion kommen. Guck mal. Also das ist schon heiß machen, bevor sie ins Stadion kommen. Als Florian Schütz seinen Job im Stadion antrat, war nicht viel mit Heißmachen. Es war die Zeit der Geisterspiele. Ich glaube, der Lockdown war schon im Juli. Aber im Endeffekt ist es für uns ein Glück im Unglück gewesen, denn wir hatten Bauzeitenplan avisiert von ungefähr 3,5, 4 Jahren. Denn im Stadion finden ja nicht nur Fußballspiele, sondern auch Konzerte im Sommer und tatsächlich fast täglich Tagungen statt. Dementsprechend
hätten wir viele Bauabbrüche gehabt. Der Bauzeitenplan wäre, wie gesagt, bei 3,5, 4 Jahren gewesen, wenn nicht noch länger. Wir haben mit Geisterspielen angefangen, dadurch konnten wir hier komplett die Zeit nutzen und haben es geschafft, innerhalb von 11 Monaten das Ganze hier durchzuführen. Und ja, ich glaube, wie gesagt, Glück im Unglück. Aber eben auch viel weniger Gäste als kalkuliert. Ja, es war natürlich für uns am Anfang ein bisschen schwierig mit den Zahlen, denn wir wussten natürlich nicht genau, was auf uns zukommt. Wir hatten am Anfang, ich glaube beim ersten Spiel waren wir bei 8.000, dann waren wir bei 10.000. Wir haben die Zeit tatsächlich genutzt, dann auch nicht unbedingt die Mitarbeiterzahlen zu reduzieren, sondern wir sind tatsächlich auf Volllast gegangen, also im Sinne davon, dass wir alle Kioske voll besetzt haben mit Mitarbeitern und haben die Zeit genutzt für sehr viel Training, für sehr viel Schulung. Samstag, Spieltag. $90.000 Becher werden ausgeladen. Die Männer von der Logistik machen ihre Morgenbesprechung und Jakob Felber von Public ist schon wieder am Rennen. Ja, also 2 für oben, 2 für unten. Alles klar, danke dir. Super, ciao. Hi Soran. Es gibt nichts Schöneres als ein Spieltag. Wachst morgens auf mit einem Knoten im Bauch, mit positiver Nervosität und freust dich. Du hast 5 Tage lang darauf hingearbeitet und ja, jetzt geht's los. Die Abteilung HR nimmt die Servicekräfte in Empfang. Wir befinden uns jetzt bei uns am Check-in-Schalter hier beim Gleisdreieck, direkt außerhalb des Stadions. Hier beginnt sozusagen der Tag unserer Mitarbeiter. Wie ich ja schon angesprochen habe, heute hatten wir knapp 850 Mitarbeiter. Als allererstes müssen sie sich einchecken. Das bedeutet, sie kommen mit ihrer Personal-App, zeigen, dass sie eingeteilt sind, zeigen ihren Personalausweis, bekommen dann ein Bändchen von unseren Mitarbeitern. Und dann geht es zum nächsten Schritt, das heißt zum Eingang Tor 5 ins Stadion rein und von dort in die Wäschekammer, wo sie dann in der Wäschekammer ihre Uniform für den Tag bekommen. Vor dem Stadion haben jetzt auch die Subunternehmer an ihren Ständen alle Hände voll zu tun. Ich habe hier meine Stammkundschaft unten, wo ich stehe, und die verabschieden sich dann immer von mir und nehmen noch für Kinder, Ehefrauen, Liebchen eine Tüte mit nach Hause. Jeder der 22 Kioske hat einen Standleiter. Die treffen sich jetzt zu ihrer Spieltagsbesprechung und Florian ist auch schon wieder am Stadion angekommen. Jetzt befinden wir uns bei der Wäschekammer Check-in sozusagen. Hier werden die Positionen nochmal eingeteilt, um sicher zu sein, dass auch jeder weiß, wo er hin muss. Wir haben einmal hier auf der rechten Seite die Pinnwand vom Hospitality-Bereich und wie gesagt, da haben wir jetzt knapp 300 Mitarbeiter heute. Auf der linken Seite ist der Public-Bereich, nochmal knapp 550 Mitarbeiter. Und unsere Kollegen, wie man sieht, sind kräftig am Einteilen, Zuteilen, Ausfälle korrigieren. In knapp 2 Stunden muss hier alles wieder komplett leer sein, denn hier fährt dann später der Eintracht-Bus rein mit den Spielern. Die Köche bekommen nebenan weiße Dienstkleidung. Hier gibt's die schwarze für den Service. Unten am Bierzelt zeigt uns Jakob eine Maschine, auf die alle hier besonders stolz sind. Seit letzten Sommer haben wir die. 4 Stück aktuell im ganzen Stadion verteilt. Und ist natürlich eine coole Geschichte in der Hinsicht, dass wir halt, wie gesagt, 6 Bier in 7 Sekunden zapfen können. Die Zeit nehmen wir uns. Jawohl. Was machen wir jetzt? Operation? Ganz genau. Dadurch, dass wir ab und zu am Vorzapfen sind, gerade wenn großes Gästeaufkommen ist, haben wir hier eine coole Schaumpistole. Das bedeutet, wir zapfen unser Bier vor und stellen schon mal vorne hin. Und der kleine Feinschliff wird dann quasi damit gemacht, weil die schöne Schaumkrone gehört ja aufs Bier. Auf den Spieltag. Mein Lieber. Cheers. Perfekt. Du schaffst es auch von Hand genauso perfekt. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja eine Maschine.
Hahn auf laufen lassen, bis der Spieltag vorbei ist. Ja. Wenige Minuten vor Toreöffnung. Letzte Vorbereitungen im Businessbereich und den Logen. Hi Maike. Na, bei dir alles gut soweit? Hast du alles für deine Gäste, was du brauchst? Okay. Hier im Businessbereich sind Speisen und Getränke inklusive. Abgerechnet werden muss nicht. Aber gerechnet werden muss sonst mit vielem. Deshalb werden auch die Logenkräfte vor jedem Spieltag noch einmal ausführlich gebrieft. 13:30 Uhr. Jetzt geht's los. An den Foodtheken werden die Speisen ins sogenannte Schaufenster gestellt. Die Servicekräfte machen sich auf den Weg in die Logen und Florian ist schon wieder unterwegs. Zwölf der 22 Kioske bieten neben Getränken auch Speisen an. Hamburger zum Beispiel und natürlich die berühmte Eigenkreation, den Hessenburger. Erstmal Laugenbrötchen, weiter Senfsoße, weil das bloß damit fertig ist. Eine Handvoll Röstzwiebeln, gutes Sauerkraut, gute Kassler. Und nicht vergessen, das gute Handkäse. Kann man ruhig reichlich drauf machen, soll man ja rausschmecken. Der Hessenburger mit Rippchen und Kraut ist inzwischen weit über die Stadiongrenzen hinaus bekannt. Das ist der erste? Den ersten habe ich gegen Barcelona gegessen, ja. Hat ja geholfen? Ja, genau. Schmeckt total lecker. Immer mehr Fans strömen ins Stadion und decken sich ein für das Spiel gegen Hoffenheim. Wie spielen wir heute? Ja, ganz klar, 2-0 für die Eintracht. Hier, auf ihr Rote! Wie sind Sie denn zufrieden mit dem Angebot hier? Es ist wirklich deutlich besser geworden und es ist wirklich gut. Sehr kreativ, sehr individuell, sehr, sehr lecker. Es wird schmecken, sieht sehr gut aus. Geht? Das sind Profis hier dahinter, ja. Die wissen, was sie tun. In den Logen wird das Bier am Platz serviert. Servicekraft Bianca holt gerade eine Bestellung an der Theke ab. Zum ersten Mal hier? Heute zum ersten Mal hier, zumindest in dem Bereich. Ich komme aus Hanau, bin OP-Pfleger und bin bei Verdi und habe die Möglichkeit bekommen, hier mal reinzuschnuppern. Und im Moment läuft es ja für die Eintracht ganz gut. Ich bin ein bisschen beim OFC auch, aber ja, das ist ein hessischer Verein und dem drücke ich natürlich alle Daumen. Wie gefällt dir der Bereich hier? Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. In Offenbach ist er ein bisschen abgespeckter, muss ich sagen. Kurz vor Spielbeginn. Also, wir holen heute auf jeden Fall 3 Punkte und die Fanfreundschaft mit Waldhof Mannheim, die muss auf jeden Fall weiterhin gepflegt werden. Florian Schütz hat schon vor Spielbeginn fast 11.000 Schritte auf der Uhr. Immer 2 Minuten vor Anpfiff macht er genau 120 Sekunden Pause. Vom Spiel selber bekommt er dann wieder nichts mit, so wie die Mitarbeiter der Spülküche. Hier herrscht ab Beginn der ersten Halbzeit Hochbetrieb. Geschirr, Gläser, Besteck, alles wandert in diese riesengroße Spülmaschine. Und dann zurück an die Theken. Das Besteck wird vorher noch poliert, auch vollautomatisch. Wenn gleich der Halbzeitpfiff ertönt, geht es um die Wurst. Natürlich in der Halbzeit, die ist nur 15 Minuten lang und da wollen sie natürlich alle ihre Currywurst haben.
Da gibt sich quasi der Hospitality-Bereich von dem öffentlichen Bereich nichts. Currywurst ist ja hier bei uns im Stadion ein schwieriges Thema. Jeder hat seine Meinung zu dem, was die perfekte Currywurst ausmacht, sei es die Soße, sei es die Gewürze, sei es die Wurst selbst. Wir haben also wirklich sehr, sehr viele Tastings vorher gemacht. Da waren unser Eigentümer, sehr viele unserer Mitarbeiter waren dabei. Soßen, sei es fruchtig, sei es mal mit Kokos, mit Passionsfrucht, mit Mango. Mit Abstimmung, wer am Ende welche Wurst am meisten mochte. Im Endeffekt sind wir bei einer relativ klassischen Currywurst-Soße. Wir haben unsere Stadionwurst, die wir dafür hernehmen. Ich liebe sie, aber es gibt, glaube ich, keine Grauzone bei der Currywurst. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Toppings Richtung Popcorn, Röstzwiebeln etc. Auch dieser Versuch ist leider nicht so gut gelaufen. Kommentare von unseren Gästen, die sagen, na, geht gar nicht. Von daher haben wir das Currypulver, die Currywurstsoße und die Wurst. Und jetzt haben alle Durst. Dafür zu sorgen, dass keine Kehle trocken bleibt, ist die Aufgabe von Marco Breitsameter. Was habt ihr gemacht während der ersten Halbzeit? Wir haben während der Halbzeit alle Kioske wieder bestückt. In dieser Zeit kriegen wir eine Liste von den ganzen Standleitern, wo drauf steht, was ausgehen könnte. Und mit dieser Liste nehmen wir vor unserem Lager hier, da ist ja alles drin an Puffer, was man halt so benötigt für den Spieltag, in einem Wagen dann positioniert und dann an allen Kiosken nach Bestellung wieder voll bestückt, damit es definitiv auch bis zum Spielende reicht. Mit Beginn der zweiten Halbzeit werden Käse und Kuchen in die Logen gebracht. Florian tigert durch den Businessbereich und der Kamada schießt heute ein Tor. Respekt, Kamada hat ein Tor geschossen. Und es war schön. Ich habe gerade die Wiederholung gesehen. wir nicht, sie auch nicht. Denn Frankfurter Würstchen und das warme Dessert müssen jetzt in allen 72 Logen eingesetzt werden, damit sie überall rechtzeitig zum Abpfiff bereitstehen. Und was hast du da? Ja, dem Kleinen war es zu laut heute. Also habe ich ihm Eintracht-Kopfhörer geholt in der Pause und jetzt ist er ganz happy draußen und kann das Spiel mitverfolgen. Fiebert ganz eifrig und jetzt mit den Kopfhörern haben wir das Spiel gerettet. Naja, jedenfalls für den Moment. Dann schießt Hoffenheim den 2:2 Ausgleich. Ich dachte immer, man sieht ja keine Spiele, wenn man arbeitet. Naja, so ein bisschen kriegt man ja schon mit. Die Gäste haben ja draußen noch Durst, oder? Endstand 2:2. Die Jungs von der Weinbar trösten Uwe Bein und sich selbst mit ein paar ihrer eigenen Tropfen und machen den Auswärtssieg in London gegen West Ham schon mal klar. Auf Donnerstag, Auswärtssieg. Auswärtssieg. So, und jetzt fertig. Noch nicht ganz. Okay, die Fans treten jetzt die Heimreise an, aber für die Mitarbeiter von Supreme Sports Hospitality steht jetzt noch Aufräumen an. Und auch die Klamotten müssen wieder abgegeben werden. Die Standleiter bringen ihre Kladden mit den ausgefüllten Fragebögen zu André und seinem Team von Public und manche machen in der Bamble Lounge ein Feierabendspielchen. Und was macht Florian? Der gibt immer noch den Gastgeber. Sein Fazit des Spieltags? Viele glückliche Gesichter gesehen an den Kiosken, hier im Businessbereich. Die Spannung, merke ich, wird langsam ein bisschen geringer. Die Müdigkeit trifft langsam ein. Später werden wir noch ein bisschen feiern in einer der Logen. Wir haben einen Mitarbeiter, der Geburtstag hat, werden noch ein bisschen Spaß haben und die Möglichkeit haben, mit allen unseren Mitarbeitern noch ein bisschen zu feiern und vor allem die Wertschätzung, was sie heute wieder geleistet haben. Der normale Wahnsinn.